es waren auf jeden Fall wieder ein paar sehr schöne Dinge dabei. Dann war auch ein Highlight das Bridal Fitting. Was nicht so gut lief diesen Monat, war, dass im Zuge unserer Deko-Aktion hier ein Missgeschick passiert ist. Meine Favoriten in diesem Monat und Dinge, die ich empfehle, sind unter anderem 2 Date-Ideen an alle Girlies und an alle Frauen. Sometimes we need to chill. Hey beautiful people, willkommen zurück zu meinem YouTube-Channel. Heute gibt es wieder ein Monthly Reset-Video. Also sit down, let's talk, let's chat. Wie war dein letzter Monat? Wie hast du dich gefühlt? Wie bist du mit deinen Zielen und Wünschen vorangekommen? Was hast du gelernt? Ich hoffe, das Video ermutigt dich, deinen letzten Monat etwas zu reflektieren und den nächsten Monat zu planen. Ich mache das Ganze mit euch. Außerdem steht heute auf der To-Do-Liste, also den letzten Monat reflektieren, den kommenden Monat planen. Dann packe ich mit euch gemeinsam das neue Spielzeugset aus. Ich möchte die Spülmaschine einmal gründlich reinigen und dann zum Schluss noch ein Budget für den nächsten Monat setzen. Aber es waren auf jeden Fall wieder ein paar sehr schöne Dinge dabei. In meinem letzten Video habt ihr vielleicht auch gesehen, dass wir ein paar verschiedene Sachen an die Wände gebracht haben. Also sind wir in der Wohnung ein bisschen vorangekommen. Wir waren, und vor allem mein Mann war so oft bei Ikea oder bei einem Bauhaus. Dazu sage ich gleich noch was. Dann war auch ein Highlight das Bridal Fitting. Waren Freunde von uns hier und wir haben uns, also es ist ein Schulfreund von mir, und wir haben uns Ewigkeit nicht mehr gesehen. Es war richtig schön. Und was noch schön ist, ist, dass die Sonne mehr und mehr rauskommt. Wir waren die letzten Tage draußen und es ist einfach schön draußen zu sein, ohne dass man friert. Und es macht einfach so viel Spaß, auch mit dem kleinen Dinge zu erleben, mit ihm zu spielen, ihn lachen zu hören. Ach, ich genieße es einfach. Warum werde ich emotional? Warum werde ich emotional? Aber die Zeit vergeht echt schnell. Ja, das sind auf jeden Fall ein paar Highlights aus dem letzten Monat. Auf Instagram oder TikTok poste ich auch ein bisschen mehr aus meinem Alltag, also folgt mir gerne da, falls ihr mehr Einblicke haben wollt. Dann, was meine Ziele betrifft, muss ich einmal kurz gucken. Gelesen habe ich nicht diesen Monat und ich habe auch, glaube ich, nur einmal ein Workout gemacht, weil das letzte Mal die Rückbildung war. Abgesehen davon habe ich, glaube ich, keinen Workout gemacht. But I'm not too mad about it, über beide dieser Sachen, weil es zeitlich in der Regel nicht gepasst hat oder ich einfach wirklich nicht priorisieren wollte. Kleines Wach. Mal gucken, wie lange das hier gut geht. Bible Study zu Johannes bin ich noch dabei, aber es war auch nicht mein Ziel, das diesen Monat unbedingt fertig zu bekommen. Mit den Vitaminen läuft es ganz gut. Ich habe neue bestellt und ich fühle mich auf jeden Fall auch fitter als in den letzten Monaten. Kosmetika, Dermatologe. Ich will zum Dermatologen, aber ich habe verschiedene Dermatologen angerufen, bieten mir alle erst Termine im Mai oder noch später an und ich habe das Problem jetzt und es ist immer so, dass ich das am Anfang des Jahres habe und dann fadet das Ganze, aber ich möchte mal wissen, was das ist. Finanzen. Ich habe wieder angefangen zu investieren, noch nicht so viel, wie ich gerne wollen würde, aber ein bisschen ist besser als nicht. Dann hat es mit dem No-Spend-Month eigentlich auch gut geklappt. Wir waren nicht auswärts essen. Dann hatte ich bei Sonstiges Wände dekorieren, ist passiert. 2, 3 Videos auf TikTok kann ich auch abhaken. 2 YouTube-Videos, das ist das zweite, so das kann ich auch abhaken. Und unsere Trips planen. Unterkünfte sind jetzt auch gebucht. Also zusammenfassend lief es diesen Monat ganz gut. Ich hatte ja auch noch Personal Day, beziehungsweise Solo Date. Das habe ich diesen Monat auch geschafft und es war so schön aufzutanken neben dem Sabbat. Beim Sabbat ist es ja dann auch so, dass wir auch viel als Familie dann was zusammen machen. Und jetzt beim Solo Date war es ja so, dass ich komplett alleine war. Das heißt, der Kleine war bei Papa und ich war, ich glaube, so 4 Stunden oder so ohne ihn. Das war das längste seit langem, dass ich ohne ihn war. Ich war dementsprechend halt auch aufgeregt, aber es hat alles super gut geklappt und wir wollen es auch öfter machen. Was nicht so gut lief diesen Monat, war, dass im Zuge unserer Deko-Aktion hier ein Missgeschick passiert ist. Und zwar hat Eli die Stromleitung getroffen. Ich sehe es auf jeden Fall als ein Learning, weil ich hätte nicht mal daran gedacht, dass man checken muss. Ich habe mir vorher nie darüber Gedanken gemacht und wenn, dann hätte ich vermutet, dass die viel tiefer sind, sodass man gar nicht drankommt, weil ich noch nie beim Montieren von irgendetwas, ja, auf jeden Fall habe ich noch nie etwas montiert, wo ich vorher prüfen musste, ob da die Stromleitung dran
läuft. Also habe ich auf jeden Fall was Neues gelernt. Eli wusste das und er hat sogar so ein Gerät zum Überprüfen, aber die Batterie war leer. Ja, und das ist dann passiert. Ich schaue mal, ob ich ein Bild finde. Das sieht dramatischer aus, als es war. Also es war kein Riesenloch, aber es war schon ein Loch in der Wand. Also war das auf jeden Fall eine Sache, die uns ein bisschen zurückgesetzt hat. Hier sah es auch aus für Tage. Aber jetzt ist wieder alles sauber. Eli hat das super gemacht. Man sieht wirklich nichts. Gestern waren Freunde von ihm hier und die haben nicht mal erkannt, dass da irgendwie was war. Aber das hieß zusätzliche Ausgaben. Ich hatte ja für diesen Monat 200 € für die Wohnung eingeplant. Und wir sind tatsächlich auch in dem Rahmen geblieben. Aber ich habe ja an sich nicht so viel Deko-Sachen gekauft, sondern es waren die Regale, der Bilderrahmen hier. Und der Rest ist dann die anderen Sachen draufgegangen, wie, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, aber alles, was Eli gebraucht hat, um die Wand wieder zu fixen. Die Bohrmaschine ist dabei auch kaputt gegangen. Also das war blöd, aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt. Meine Favoriten in diesem Monat und Dinge, die ich empfehle, sind unter anderem 2 Date-Ideen. Wir haben ja diesen Monat darauf geachtet, dass wir so gut wie es geht kein Geld ausgeben und wir haben uns auch versucht, bei der Date Night dran zu halten und deshalb waren wir dann einmal bei Ikea. Ja, wir haben Geld für die Sachen für die Wohnung ausgegeben, aber wir haben danach kein Hotdog oder so bei Ikea gekauft, was ich auch lange nicht mehr so gemacht habe. Und dann auch wirklich noch eine ganz entspannte Date Night war dann, dass wir zu Hause waren, zusammen was gegessen haben und uns Komplimente gegeben haben. Ich glaube, es waren jeder 15. Und das war eigentlich ganz schön, mal andere Komplimente zu hören. Nicht unbedingt immer andere, aber auch an bestimmte Dinge erinnert zu werden, die der andere schätzt, weil die Dinge im Alltag ziemlich schnell untergehen können. Und danach hatte ich noch die Frage gestellt, ging es, glaube ich, um die Frage, was die andere Person tun kann, um die andere Person mehr zu supporten. Was so in der Art. Ich weiß es nicht mehr, weil die Antwort von Eli war, ja, nichts, das, was du jetzt machst. Aber auf jeden Fall war es sehr entspannt. Und ich persönlich liebe es ja einfach, zusammenzusitzen und zu reden. Dann hole ich mal ein paar Dinge. Sie haben gemacht? Okay. Ich habe neue Lieblingschips. Diese Chips hier. Sorry, also ich empfehle jetzt eigentlich nur ungesunde Sachen. Aber probiert diese aus. Dann ein Getränk, dieses. Also wir haben es diesen Monat nicht das erste Mal getrunken. Mein Bruder hatte uns das, glaube ich, schon letzten Monat oder so empfohlen. Aber probiert das auf jeden Fall aus. Und dann bin ich wieder auf den Geschmack von Kinder gekommen. Und zwar habe ich Maxi King gekauft. Und ich weiß nicht, ob es Nostalgie war oder ich weiß nicht ganz, aber das war so lecker. Also habe ich es, glaube ich, 3-mal oder so diesen Monat gekauft. Und dann hat Eli irgendwas anderes von Kinder gekauft, was auch lecker war. Und dann dachte ich, boah, Kinder ist auf jeden Fall richtig nice. Und dann hatte ich Lust auf Eis und hatte dann das hier gesehen. Und also haben wir das probiert. Und das hat auch sehr gut geschmeckt. Und wenn ihr Empfehlungen habt, schreibt sie gerne in den Kommentaren. Dann können wir mal ein paar verschiedene Dinge austauschen. Gesund und ungesunde Snacks. Okay, damit ich wenigstens eine gesunde Sache nenne, ist jetzt nichts Neues, aber vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal länger nicht mehr gegessen oder hat es noch gar nicht gegessen. Und zwar Passionsfrucht. Und Passionsfrucht kann man auch voll gut in einem Obstsalat reinmachen. Aber auch so, statt mal einen Apfel oder so zu snacken, ist es mal was anderes, wenn man diese Passionsfrucht einfach isst. Dann zu den Dingen, die mich diesen Monat inspiriert haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzten Monat gemacht habe. Ich feiere gerade absolut unsere Predigtserie von der Church. Ich verlinke euch mal 2 Predigten, die ich besonders gut fand. Dann feiere ich die Vlogs King und Daniel. Schaut euch auf jeden Fall die 2 an. Dann möchte ich euch noch 2 Learnings weitergeben. Ich habe zwar eben ein Learning aus einer bestimmten Situation heraus bereits geteilt, aber habe noch 2 weitere, die euch gegebenenfalls auch noch helfen könnten. Erstens, feier die Stärken deines Partners oder deiner Partnerin. Das habe ich in einem Podcast von, ich glaube, Lisa Bevere heißt die, glaube ich, und ihrem Mann gehört. Und da geht es darum, dass beispielsweise, wenn dein Mann jemand ist, der organisiert ist und dich dann auf bestimmte Dinge hinweist, weil er eben organisierter ist als du beispielsweise, dann feier das und nimm das an. Oder ein anderes Beispiel, fällt mir noch was anderes ein? Mir fällt gerade kein richtiges Beispiel ein. Ich verlinke euch auch den Podcast unten in der Beschreibung. Da waren auf jeden Fall auch andere gute Tipps dabei. Dann an alle Girlies und an alle Frauen. Sometimes we need to chill. Weil unsere Hormone manchmal alles schlimmer aussehen lassen, als es ist. Ich gehe auf jeden Fall nicht weiter in die Tiefe, aber ich glaube, die meisten von euch kennen diese Situation,
oder hattet bestimmt auch solche Situationen, dass ihr aus einer Mücke einen Elefanten gemacht habt und 2 Tage später denkt ihr euch so, es war gar nicht so schlimm. Bei mir persönlich, weiß ich zumindest. Meine Issues sind valide, aber meine Reaktion nicht. Deshalb sollten wir quick to listen and slow to speak and slow to anger sein. Aber vielleicht bin ich auch die einzige. Mädels, lasst mich nicht hängen in den Kommentaren. Lasst mich wissen, ob ihr diese Situation kennt. Ich musste mich auf jeden Fall diesen Monat entschuldigen und checken. Okay, let's do some work. Amen. Poisson. Your system is being constantly stressed with all drive this situation of your household, the house can be relatively cool. It's almost like we see chaos. Ich habe gerade die ganze Zeit geredet und nicht aufgenommen. Also ich habe hier das Paket auch gemacht. Ich habe letztens auf TikTok gepostet, dass wir Love Every fast täglich nutzen. Also die Spielmatte, da ist er mittlerweile rausgewachsen, würde ich sagen. Er benutzt das Gerüst, wie fast alles hier in dieser Wohnung jetzt, als Mittel, um aufzustehen. Genau, aber da sind trotzdem ein paar Dinge dran, Teil der Spielmatte, die er benutzt. Also wie eine Seite, die knistert, oder da gibt es noch eine andere Seite, wo er Sachen tasten kann. Und ansonsten hatten wir schon beim letzten Mal ein Spielkit bestellt. Das hatte ich aber, glaube ich, auf Deutsch noch bestellt. Nee, das ist auch auf Französisch gewesen. Genau, mit den einzelnen Sachen davon spielt er. Und jetzt ist quasi das nächste dran. Das ist ein Spielzeit für 7 bis 8 Monate. Es kommt immer mit einer Spielanleitung. Dann habe ich gerade gesehen, meine ersten Zeichen, also Gebärdensprache. Das ist schon mal cool, weil ich hätte das eigentlich so sonst auch bestellt, weil ich wollte ihm so ein paar Sachen, also nichts Wildes, so 4, 5 Sachen beibringen. Und jetzt kommt es in der Form, was richtig cool ist. Das heißt, ich muss es nicht nochmal extra bestellen. Dann haben wir Karten. Oh, please, lass das sein, was ich wollte. Oh, yes! Weil er will ja immer mehr fühlen, und auch bei seinen Büchern, die wir jetzt gerade zu Hause haben und lesen, versucht er immer, die anzutasten und zu gucken, wie sich die Sachen anfühlen. Und deshalb ist das ganz cool jetzt. Cool. Ja, und dann lerne ich mal noch ein bisschen Französisch. Okay, nee, die Sachen kenne ich alle. Und ein Spiegel. Super. Spiegeln sind super. Das hier, das sind, ich denke mal so zum Aufstellen. Ja, so ein Turm kann man damit bauen. Was auch super ist, denn in dem Alter merken die Kinder, dass bestimmte Dinge bestimmte Konsequenzen haben. Das heißt, wenn er so einen Turm umwirft, merkt er, es fällt runter und macht ein Geräusch. Das ist richtig cool. Ja, brauche ich dann auch nicht mehr bestellen. Und sie entwickeln motorische Fähigkeiten. Deshalb ist das gut, wenn man denen Sachen gibt zum Hämmern, Geräusche machen, anpassen, umwerfen. Deshalb ist das sehr gut. Das sind Filzbälle. Mal gucken. Ich müsste da mal lesen, was man damit machen kann. Ich liebe ja Baskets, Körbe. Finde ich cool, dass das mit einem Korb kommt. Oh, sowas wollte ich jetzt auch holen. Was ein bisschen Musik macht, Sounds macht. Cool. Das hatte ich gesehen, das gehört zusammen mit diesem Ding hier. Hier kann er mit lernen, den Ball hier reinzutun. Und dann rollt er da raus. Sorry, ist ein bisschen laut, ne? Ja, so hört sich das an mit einem kleinen Kind. Ah, mein erstes Puzzle. Das ist der Puzzle. Das Puzzle, ne? Das Puzzle. Muss man auch erstmal schaffen, ne? Das war's. Und dann ist hier noch eine Erklärung immer mit drin, wie man die einzelnen Sachen reinigen kann, aus welchem Material das besteht. Ja, cool. Da freue ich mich. Muss ich gleich dann auch noch sauber machen oder später. Dann kann er damit spielen.
Okay, dann planen wir mal den kommenden Monat. Mein Birthday Month. Okay, im März haben wir unser Trip nach Frankreich. Ansonsten steht erstmal noch nichts weiter fest. Und ich habe Geburtstag, wie gesagt. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich machen werde. Muss ich mir noch überlegen. Zu meinen Zielen. Ich möchte an meiner Morgen- und Abendroutine arbeiten, weil es so ist, dass ich so oft diesen Monat erst um 2 oder 3 Uhr schlafen gegangen bin. Und dann war ich morgens natürlich sehr müde, weil der Kleine mich weckt und ich will eigentlich vor dem Kleinen aufstehen. Ich weiß nur noch nicht, ob das so praktisch ist. Ich möchte es mal ausprobieren, dass ich vor ihm aufstehe und auch früher schlafen gehe. Aber ich weiß, dass ich abends produktiver bin. Deshalb weiß ich nicht, ob es dann doch Sinn ergibt, das erstmal für eine Zeit so zu lassen. Aber ich kann auf jeden Fall nicht mehr um 2 oder 3 Uhr schlafen gehen. Ja, also daran möchte ich arbeiten und gucken, was so passt für mich. Dann nehme ich wieder mit, zweimal in der Woche 30 Minuten irgendeine Art von Bewegung. Ich habe zwar nicht zweimal wöchentlich was gemacht, aber wenn ich dann was gemacht habe, dann, also wenn ich war nur spazieren, aber wenn ich dann spazieren gegangen bin, dann für längere Zeiten, also für eine Stunde oder für 1,5 oder auch mal 2 Stunden und möchte ja einfach gucken, dass ich weiter ein bisschen aktiv bleibe. Dann habe ich gemerkt, apropos, ich sehe wieder, meine Wasserflasche ist nicht bei mir. Ich trinke weniger, weil ich es im Laufe des Tages vergesse zu trinken, weil ich mit dem Kleinen beschäftigt bin. Und wollte mir jetzt vornehmen, dass ich 2 von meinen Flaschen jeden Tag trinke, dass ich darauf achte. Zweimal lesen, ich finde es so nervig. Ich liebe es zu lesen, weiß aber nicht, warum ich mir nicht so oft die Zeit mache. Ja, es gibt andere Dinge, die ich tun kann und das ist auch gut. Und ich bin auch nicht sauer, wenn ich dann nicht lese, aber ich hoffe, dass im Zuge dieser Abend-Morgen-Routine-Anpassung ich es schaffe, auch Zeit fürs Lesen auszusondern sozusagen, sodass ich 5 bis 10 Minuten, es muss gar nicht lang sein, aber ein paar Seiten am Ende des Tages lese. Dann habe ich ja Geburtstag und ich möchte meine Haare machen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich meine Haare selbst machen soll, weil ich möchte das ja eigentlich lernen, oder ob ich mir damit ins Bein schieße, und weil das würde ja wieder Tage dauern. Muss ich mir noch überlegen, aber eigentlich egal, wie ich wende und drehe, es ist eigentlich besser, wenn ich meine Haare machen lasse. Ich blende hier mal ein paar Inspo-Sachen ein. Wenn ihr jemanden kennt, der das gut macht, dann sagt mir Bescheid. Dann im Bereich Ehe und Motherhood wollte ich erstens eine Sache identifizieren, in der ich gucken kann, wie ich meinen Mann besser unterstützen kann. Und ich möchte, und das ist cool, dass die Sachen schon da sind von Love Every, aber ich wollte noch so mehr Sensory-Aktivitäten machen. Jetzt nicht für jeden Tag, vielleicht einmal die Woche oder so irgendwas Neues, weil ich merke, dass er gerne mit Dingen herumspielt und er tastet. Ich bin wieder zurück, war ja dabei, meine Ziele aufzuschreiben und habe die einzelnen Teile der Spülmaschine einwirken lassen. In der Zwischenzeit waren wir noch bei meinen Eltern und habe dann jetzt noch die Spülmaschine weiter sauber gemacht, und aus dem Deep Clean der Spülmaschine ist ein Deep Clean der Küche geworden, weil das noch das einzige war, was gefehlt hat in diesem Monat. Genau, und ich glaube, ich hatte aufgehört, bevor der Kleine wach geworden ist, und gesagt, dass wir im Februar den Fokus auf Wohnzimmer, Küche und Essbereich gelegt haben und ich jetzt im Februar weitergehen würde und mich jetzt um die 2 Badezimmer kümmern möchte und auch die Waschküche. Und da mache ich dann das Gleiche, ausmisten und Deep Clean. Dann setzen wir uns an die Steuererklärung. Das ist so eine Sache, die ich gar nicht mag. Und in Bezug auf Social Media nehme ich mir diesmal vor, 3 Videos auf YouTube zu posten. 2 Videos hat jetzt ganz gut geklappt. Ein Video habe ich ja in einem anderen Stil gemacht. Falls ich merke, dass ich wieder nicht richtig
nicht richtig aufnehmen kann, dann werde ich das, glaube ich, wieder so machen. Aber ja, ich denke, ich möchte 3 Videos machen. Okay, kommen wir zum letzten Teil, budgetieren. Und ich sehe gerade, ich hatte Budget für die Wohnung für 200 gesetzt und wir haben 300 ungefähr ausgegeben, wegen dieser Schlagbohrmaschine oder wie das heißt. Die hat, glaube ich, fast 100 € oder so gekostet. Ich habe unseren Budgetplan hier übrigens umgestellt. Ich teste den noch ein bisschen weiter. Und wenn ich merke, dass der uns hilft, dann kann ich den Plan auf jeden Fall auch mit euch teilen. Aber wenn ich merke, dass der mehr confused, dann bringt es ja auch nichts, ne? Dann haben wir einen Strafzettel bekommen fürs Falschparken. Dann habe ich aber schon ein paar Sachen, die ich kaufen muss. Wir sind ja auf einem Geburtstag in Frankreich und brauche da für den Kleinen zumindest neue Klamotten. Generell braucht der Kleine neue Klamotten, weil ihm einfach nicht mehr passt. Aber damit ich nicht overspende, setze ich auch hier ein Budget, damit ich einen Richtwert habe. Ach, ich hatte gesagt, ich möchte meine Haare machen. Ich weiß bei Lebensmitteln nie, was so normal ist für eine 3-köpfige Familie. Der Kleine ist ja jetzt auch mit. Meine Kamera ist bei den letzten 2 Sätzen ausgegangen. Aber damit es jetzt noch ein richtiges Ende gibt, melde ich mich nochmal kurz, um zu sagen, dass wir alles abgehakt haben von dieser Liste. Ich freue mich auf März, ich freue mich auf meinen Geburtstag, ich freue mich auf Frankreich. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar Dinge, auf die ihr euch freut. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.